Damit Ihr Kind am Mittagessen in der Schule teilnehmen kann, sind 3 Schritte erforderlich. Zunächst müssen Sie sich online registrieren, anschließend die Nummer des Mensa-Chips in Ihrem Konto hinterlegen und schließlich das Konto mit Guthaben aufladen. Sie erhalten ein Schreiben, das den Mensa-Chip und die Chipnummer enthält. Außerdem die Internetadresse für Ihr Online-Abrechnungskonto. Geben Sie in Ihrem Browser die Internetadresse ein und klicken Sie auf der folgenden Seite auf das Feld zur Registrierung. Wählen Sie Schüler und gegebenenfalls den Namen der Schule und auf der folgenden Seite die Klassenstufe, die Ihr Kind im kommenden Schuljahr besuchen wird. Scrollen Sie nach unten zu den ersten Eingabefeldern. Geben Sie zunächst die Daten Ihres Kindes an. Darunter machen Sie Angaben zu Ihrer Person bzw. zu der volljährigen Person, die das Essen bestellt und Zugriff auf das Konto bekommen soll. Bei minderjährigen Essenteilnehmern sind die Angaben zu den Kontaktdaten des Essenteilnehmers freiwillig, wir überspringen sie hier. Der Benutzername wird automatisch erzeugt. Im darunterliegenden Feld geben Sie bitte das Passwort ein. Sie können selbst eins vergeben oder sich ein sicheres Passwort vorschlagen lassen. Aus Sicherheitsgründen muss das Passwort doppelt eingegeben werden, wenn Sie ein eigenes wählen. An dieser Stelle können Sie das Passwort gleich in die Zwischenablage legen. Merken Sie sich Benutzernamen und Passwort, Sie benötigen beides für die zukünftige Anmeldung. Im folgenden Schritt buchen Sie die Abrechnungsform. Sie variiert je nach Schule. Nicht überall ist Spontanessen verfügbar und an manchen Schulen ist auch die Anzahl der Abotage durch die Schule bereits festgelegt. In unserem Beispiel können Abo und Spontan variabel gewählt werden. Sie können entweder Spontanessen buchen oder ein Abonnement für eine bestimmte Anzahl von Tagen pro Woche. Bei Wahl eines Abonnements ist immer automatisch auch Spontanessen dazu gebucht. Sie können sich entscheiden, ob Sie beispielsweise bei 3 Ganztagen 3 Abotage buchen oder 2 Abotage und mit Spontanessen ergänzen. Dies kann die günstigere Variante sein, wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Kind wirklich an jedem Ganztag der Woche am Essen teilnehmen wird. Sofern Beyond an Ihrer Schule einen Kiosk betreibt, können Sie nun noch festlegen, ob Sie Ihrem Kind erlauben möchten, mit dem Mensa-Chip am Kiosk bezahlen zu können. Schließlich erklären Sie bitte noch, ob Sie den Vertragsbedingungen zustimmen und die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. Nun können Sie die Registrierung abschließen und kommen zur Bestätigung. Eventuell bietet Ihnen Ihr Browser an dieser Stelle an, Benutzernamen und Passwort zu speichern. Um Ihre Registrierung zu verifizieren, erhalten Sie eine E-Mail vom System. Wenn Sie diese nicht in Ihrem Posteingang sehen, werfen Sie bitte auch einen Blick in Ihren Spam-Ordner. Öffnen Sie die Mail und klicken den enthaltenen Link an. Die Registrierung ist hiermit abgeschlossen. Sie gelangen nun wieder zur Anmeldeseite Ihres Nutzerkontos. Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an. Das System fordert Sie auf, die Nummer Ihres Mensa-Chips einzugeben. Klicken Sie den Link an und scrollen Sie hinunter bis zum Eingabefeld Chipnummer. Jetzt müssen Sie nur noch das Nutzerkonto mit Guthaben aufladen. Klicken Sie auf das Feld Anmeldeformular herunterladen. Es öffnet sich eine PDF-Datei mit den wichtigsten Daten Ihrer Buchung. Im unteren Bereich sehen Sie die Angaben, die Sie zur Überweisung benötigen. Falls Sie Online-Banking nutzen, können Sie die Daten gleich hier herauskopieren und in die Banksoftware einfügen. Bitte achten Sie darauf, dass Zahlungen immer bis zum ersten Tag des Monats auf dem Konto eingegangen sein müssen, um ohne Verzögerung gebucht werden zu können. Wir empfehlen daher eine Überweisung bis zum 25. Tag des Vormonats per Dauerauftrag. Wenn Sie zusätzlich zum monatlichen Abobetrag auch noch freies Guthaben für Spontanessen oder Kiosk einzahlen möchten, können Sie dies mit einer einzigen Überweisung tun. Addieren Sie beide Beträge und überweisen Sie den Gesamtbetrag. Nach Eingang der Zahlung müssen Sie im Kontobereich Guthaben den gewünschten Betrag dem freien Guthaben zuordnen. Fertig! Jetzt kann Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen. Und wenn Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.